Guten Tag, hier spricht Dr. Schmidt. Guten Tag, hier spricht Dr. Schmidt. Guten Tag, ich bin Anna Müller. Ich rufe wegen meines Bluttestes an. Guten Tag, ich bin Anna Müller. Ich rufe wegen meines Bluttestes an. Ja, ich habe Ihre Ergebnisse. Sie sind größtenteils gut. Ja, ich habe Ihre Ergebnisse. Sie sind größtenteils gut. Das ist gut zu hören. Ist alles normal? Das ist gut zu hören. Ist alles normal? Ihr Cholesterin ist ein bisschen hoch. Ihr Cholesterin ist ein bisschen hoch. Oh, was bedeutet das? Oh, was bedeutet das? Es bedeutet, dass Sie weniger Fett essen sollten. Es bedeutet, dass Sie weniger Fett essen sollten. Ich verstehe. Und wie ist mein Blutzucker? Ich verstehe. Und wie ist mein Blutzucker? Ihr Blutzucker ist perfekt. Ihr Blutzucker ist perfekt. Super. Und mein Eisenwert? Super. Und mein Eisenwert? Ihr Eisen ist auch in Ordnung. Ihr Eisen ist auch in Ordnung. Also ist nur das Cholesterin ein Problem. Also ist nur das Cholesterin ein Problem. Ja, aber es ist nicht ernst. Ja, aber es ist nicht ernst. Was soll ich jetzt tun? Was soll ich jetzt tun? Essen Sie mehr Gemüse und treiben Sie Sport. Kommen Sie in 6 Monaten wieder. Essen Sie mehr Gemüse und treiben Sie Sport. Kommen Sie in 6 Monaten wieder. Vielen Dank, Herr Doktor. Auf Wiedersehen. Vielen Dank, Herr Doktor. Auf Wiedersehen. Guten Morgen, Frau Doktor. Danke, dass Sie mich heute sehen. Guten Morgen, Frau Doktor. Danke, dass Sie mich heute sehen. Guten Morgen, was kann ich für Sie tun? Guten Morgen, was kann ich für Sie tun? Ich habe seit 3 Wochen einen Ausschlag am Arm. Er juckt sehr und wird nicht besser. Ich habe seit 3 Wochen einen Ausschlag am Arm. Er juckt sehr und wird nicht besser. Darf ich einmal sehen? Bitte, zeigen Sie mir den Arm. Darf ich einmal sehen? Bitte, zeigen Sie mir den Arm. Ja, natürlich. Hier, der rote Fleck wird immer größer. Ja, natürlich. Hier, der rote Fleck wird immer größer. Das sieht nach einer Hautentzündung aus. Haben Sie schon etwas dagegen probiert? Das sieht nach einer Hautentzündung aus. Haben Sie schon etwas dagegen probiert? Ich habe eine Creme aus der Apotheke benutzt, aber es hilft nicht. Ich habe eine Creme aus der Apotheke benutzt, aber es hilft nicht. Dann überweise ich Sie besser zu einem Hautarzt. Der kann das genauer untersuchen. Dann überweise ich Sie besser zu einem Hautarzt. Der kann das genauer untersuchen. Das wäre super. Könnt ihr mir eine Überweisung ausstellen? Das wäre super. Könnt ihr mir eine Überweisung ausstellen? Ja, natürlich. Ich schreibe sie Ihnen jetzt gleich. Ja, natürlich. Ich schreibe sie Ihnen jetzt gleich. Vielen Dank. Muss ich vorher einen Termin machen? Vielen Dank. Muss ich vorher einen Termin machen? Ja, am besten rufen Sie heute noch an. Die Wartezeit ist manchmal lang. Ja, am besten rufen Sie heute noch an. Die Wartezeit ist manchmal lang. Okay, das mache ich. Haben Sie eine Empfehlung? Okay, das mache ich. Haben Sie eine Empfehlung? Frau Dr. Müller in der Hauptstraße ist sehr gut. Hier ist die Adresse. Frau Dr. Müller in der Hauptstraße ist sehr gut. Hier ist die Adresse. Perfekt. Vielen herzlichen Dank für Ihre Hilfe. Perfekt. Vielen herzlichen Dank für Ihre Hilfe. Guten Morgen, Herr Doktor. Ich habe eine Frage. Guten Morgen, Herr Doktor. Ich habe eine Frage.
Guten Morgen, Frau Schmidt. Was kann ich für Sie tun? Guten Morgen, Frau Schmidt. Was kann ich für Sie tun? Sie haben mir letzte Woche gesagt, dass ich Diabetes habe. Sie haben mir letzte Woche gesagt, dass ich Diabetes habe. Ja, das stimmt. Die Testergebnisse waren eindeutig. Ja, das stimmt. Die Testergebnisse waren eindeutig. Ich verstehe, aber ich bin mir noch nicht sicher. Ich verstehe, aber ich bin mir noch nicht sicher. Sie haben Zweifel? Sie haben Zweifel? Ja, ich möchte gerne eine zweite Meinung einholen. Ja, ich möchte gerne eine zweite Meinung einholen. Das ist ein guter Wunsch. Viele Patienten tun das. Das ist ein guter Wunsch. Viele Patienten tun das. Danke, dass Sie das verstehen. Danke, dass Sie das verstehen. Natürlich, ich kann Ihnen einen Spezialisten empfehlen. Natürlich, ich kann Ihnen einen Spezialisten empfehlen. Das wäre sehr nett. Das wäre sehr nett. Hier ist die Adresse von Dr. Müller. Er ist ein Experte. Hier ist die Adresse von Dr. Müller. Er ist ein Experte. Vielen Dank. Wann kann ich einen Termin machen? Vielen Dank. Wann kann ich einen Termin machen? Sie können morgen anrufen. Die Telefonnummer ist auf der Karte. Sie können morgen anrufen. Die Telefonnummer ist auf der Karte. Ich rufe gleich heute an. Ich rufe gleich heute an. Gut, Sie nehmen Ihre Unterlagen mit. Gut, Sie nehmen Ihre Unterlagen mit. Was muss ich mitbringen? Was muss ich mitbringen? Ihre Bluttestergebnisse und meine Überweisung. Ihre Bluttestergebnisse und meine Überweisung. Okay, ich habe alles hier. Okay, ich habe alles hier. Zeigen Sie mir die Ergebnisse noch einmal. Zeigen Sie mir die Ergebnisse noch einmal. Hier sind sie. Hier sind sie. Alles ist korrekt. Sie können beruhigt sein. Alles ist korrekt. Sie können beruhigt sein. Ich bin trotzdem nervös. Ich bin trotzdem nervös. Das ist normal. Eine zweite Meinung gibt Sicherheit. Das ist normal. Eine zweite Meinung gibt Sicherheit. Ich hoffe, Dr. Müller kann mir helfen. Ich hoffe, Dr. Müller kann mir helfen. Er wird Ihre Werte prüfen und mit Ihnen sprechen. Er wird Ihre Werte prüfen und mit Ihnen sprechen. Und wenn er auch sagt, ich habe Diabetes. Und wenn er auch sagt, ich habe Diabetes. Dann beginnen wir mit der Behandlung. Dann beginnen wir mit der Behandlung. Okay, das verstehe ich. Okay, das verstehe ich. Haben Sie noch andere Fragen? Haben Sie noch andere Fragen? Nein, im Moment nicht. Danke für Ihre Hilfe. Nein, im Moment nicht. Danke für Ihre Hilfe. Gern geschehen. Rufen Sie mich an, wenn Sie Fragen haben. Gern geschehen. Rufen Sie mich an, wenn Sie Fragen haben. Das mache ich. Auf Wiedersehen. Das mache ich. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen, Frau Schmidt. Alles Gute. Auf Wiedersehen, Frau Schmidt. Alles Gute. Guten Morgen, ich bin Herr Müller. Ich habe einen Termin. Guten Morgen, ich bin Herr Müller. Ich habe einen Termin. Guten Morgen, Herr Müller. Bitte füllen Sie dieses Formular aus. Guten Morgen, Herr Müller. Bitte füllen Sie dieses Formular aus. Okay, welche Informationen brauchen Sie? Okay, welche Informationen brauchen Sie? Ihren Namen, Adresse und Geburtsdatum. Ihren Namen, Adresse und Geburtsdatum. Das habe ich schon geschrieben. Was noch? Das habe ich schon geschrieben.
Was noch? Ihre Krankenversicherung und Notfallkontakt. Ihre Krankenversicherung und Notfallkontakt. Meine Versicherung ist die AOK. Der Notfallkontakt ist meine Frau. Meine Versicherung ist die AOK. Der Notfallkontakt ist meine Frau. Gut. Haben Sie Allergien oder chronische Krankheiten? Gut. Haben Sie Allergien oder chronische Krankheiten? Nein, keine Allergien, aber ich habe Bluthochdruck. Nein, keine Allergien, aber ich habe Bluthochdruck. Danke. Nehmen Sie regelmäßig Medikamente. Danke. Nehmen Sie regelmäßig Medikamente. Ja, ich nehme jeden Morgen eine Tablette. Ja, ich nehme jeden Morgen eine Tablette. Welche Medikamente? Schreiben Sie bitte den Namen hier. Welche Medikamente? Schreiben Sie bitte den Namen hier. Es heißt Ramipril. Ich schreibe es auf. Es heißt Ramipril. Ich schreibe es auf. Perfekt. Unterschreiben Sie bitte unten. Perfekt. Unterschreiben Sie bitte unten. Fertig. Hier ist das Formular. Fertig. Hier ist das Formular. Guten Morgen, Herr Müller. Ich messe jetzt Ihren Blutdruck. Guten Morgen, Herr Müller. Ich messe jetzt Ihren Blutdruck. Guten Morgen, ich bin etwas nervös. Guten Morgen, ich bin etwas nervös. Keine Sorge, setzen Sie sich bitte gerade hin und entspannen Sie den Arm. Keine Sorge, setzen Sie sich bitte gerade hin und entspannen Sie den Arm. So, ist das richtig? So, ist das richtig? Ja, perfekt. Der Arm ist weich und liegt gut auf dem Tisch. Ja, perfekt. Der Arm ist weich und liegt gut auf dem Tisch. Ich pumpe die Manschette auf. Sie spüren etwas Druck. Das ist normal. Ich pumpe die Manschette auf. Sie spüren etwas Druck. Das ist normal. Es ist schon eng, aber okay. Es ist schon eng, aber okay. Atmen Sie ruhig weiter. Gleich lasse ich die Luft wieder raus. Atmen Sie ruhig weiter. Gleich lasse ich die Luft wieder raus. So, fertig. Ihr Blutdruck ist 145/90. Das ist etwas hoch. So, fertig. Ihr Blutdruck ist 145/90. Das ist etwas hoch. Ach, das ist hoch. Was kann ich tun? Ach, das ist hoch. Was kann ich tun? Haben Sie oft Stress oder essen Sie viel Salz? Haben Sie oft Stress oder essen Sie viel Salz? Ja, im Büro ist es stressig und ich mag Chips. Ja, im Büro ist es stressig und ich mag Chips. Das ist typisch. Versuchen Sie weniger Salz zu essen und mehr zu gehen. Das ist typisch. Versuchen Sie weniger Salz zu essen und mehr zu gehen. Spazieren gehen? Jeden Tag? Spazieren gehen? Jeden Tag? Ja, 20 bis 30 Minuten am Tag hilft sehr. Und trinken Sie genug Wasser. Ja, 20 bis 30 Minuten am Tag hilft sehr. Und trinken Sie genug Wasser. Das kann ich probieren. Vielleicht mit meiner Frau. Das kann ich probieren. Vielleicht mit meiner Frau. Gute Idee. In 4 Wochen kommen Sie wieder zur Kontrolle. Gute Idee. In 4 Wochen kommen Sie wieder zur Kontrolle. Vielen Dank, Schwester. Ich werde es versuchen. Vielen Dank, Schwester. Ich werde es versuchen. Guten Morgen, Herr Müller. Was kann ich für Sie tun? Guten Morgen, Herr Müller. Was kann ich für Sie tun? Guten Morgen, Frau Doktor. Ich war gestern krank und konnte nicht zur Arbeit gehen. Guten Morgen, Frau Doktor. Ich war gestern krank und konnte nicht zur Arbeit gehen. Oh, das tut mir leid. Was hatten Sie für Symptome?
Oh, das tut mir leid. Was hatten Sie für Symptome? Ich hatte starke Kopfschmerzen und Fieber. Ich habe den ganzen Tag im Bett gelegen. Ich hatte starke Kopfschmerzen und Fieber. Ich habe den ganzen Tag im Bett gelegen. Haben Sie etwas dagegen genommen, zum Beispiel ein Medikament? Haben Sie etwas dagegen genommen, zum Beispiel ein Medikament? Ja, ich habe eine Tablette gegen die Kopfschmerzen genommen. Es wurde etwas besser. Ja, ich habe eine Tablette gegen die Kopfschmerzen genommen. Es wurde etwas besser. Das ist gut. Haben Sie heute noch Fieber? Das ist gut. Haben Sie heute noch Fieber? Nein, heute Morgen war das Fieber weg, aber ich fühle mich noch schwach. Nein, heute Morgen war das Fieber weg, aber ich fühle mich noch schwach. Verstehe. Sie möchten wahrscheinlich eine Krankschreibung für Ihren Arbeitgeber, nicht wahr? Verstehe. Sie möchten wahrscheinlich eine Krankschreibung für Ihren Arbeitgeber, nicht wahr? Ja, genau. Mein Chef verlangt eine Bescheinigung, wenn man einen Tag fehlt. Ja, genau. Mein Chef verlangt eine Bescheinigung, wenn man einen Tag fehlt. Das ist üblich. Ich werde Sie kurz untersuchen, dann stelle ich Ihnen die Bescheinigung aus. Das ist üblich. Ich werde Sie kurz untersuchen, dann stelle ich Ihnen die Bescheinigung aus. Vielen Dank. Was müssen Sie untersuchen? Vielen Dank. Was müssen Sie untersuchen? Ich höre Ihre Lunge ab und schaue in Ihren Hals. Bitte atmen Sie tief ein. Ich höre Ihre Lunge ab und schaue in Ihren Hals. Bitte atmen Sie tief ein. Okay. Ist alles in Ordnung? Okay. Ist alles in Ordnung? Die Lunge klingt klar. Der Hals ist etwas gerötet, aber nicht schlimm. Die Lunge klingt klar. Der Hals ist etwas gerötet, aber nicht schlimm. Das ist beruhigend. Kann ich dann die Bescheinigung bekommen? Das ist beruhigend. Kann ich dann die Bescheinigung bekommen? Ja, natürlich. Ich schreibe Ihnen eine für gestern und heute aus. Sie können morgen wieder arbeiten. Ja, natürlich. Ich schreibe Ihnen eine für gestern und heute aus. Sie können morgen wieder arbeiten. Perfekt. Das reicht meinem Chef. Wie lange habe ich gefehlt? Perfekt. Das reicht meinem Chef. Wie lange habe ich gefehlt? Nur einen Tag, aber zur Sicherheit sollen Sie sich heute noch schonen. Nur einen Tag, aber zur Sicherheit sollen Sie sich heute noch schonen. Ja, das mache ich. Vielleicht gehe ich heute Nachmittag spazieren, aber nicht arbeiten. Ja, das mache ich. Vielleicht gehe ich heute Nachmittag spazieren, aber nicht arbeiten. Das ist eine gute Idee. Frische Luft hilft oft. Hier ist Ihre Bescheinigung. Das ist eine gute Idee. Frische Luft hilft oft. Hier ist Ihre Bescheinigung. Vielen herzlichen Dank, Frau Doktor. Was kostet das? Vielen herzlichen Dank, Frau Doktor. Was kostet das? Das ist eine Kassenleistung. Sie müssen nichts bezahlen. Nur die Versichertenkarte brauche ich noch. Das ist eine Kassenleistung. Sie müssen nichts bezahlen. Nur die Versichertenkarte brauche ich noch. Hier ist meine Karte. Nochmals vielen Dank für Ihre Hilfe. Hier ist meine Karte. Nochmals vielen Dank für Ihre Hilfe. Gern geschehen. Gute Besserung und alles Gute für Sie. Gern geschehen. Gute Besserung und alles Gute für Sie. Danke, auf Wiedersehen. Danke, auf Wiedersehen. Guten Morgen, Herr Doktor. Ich habe Fragen zum Impfplan. Guten Morgen, Herr Doktor. Ich habe Fragen zum Impfplan. Guten Morgen, gerne, ich erkläre es Ihnen. Guten Morgen, gerne, ich erkläre es Ihnen. Mein Kind ist jetzt 2 Monate alt. Wann ist die erste Impfung?
Mein Kind ist jetzt 2 Monate alt. Wann ist die erste Impfung? Die erste Impfung kommt schon mit 6 Wochen. Die erste Impfung kommt schon mit 6 Wochen. Welche Impfungen sind das genau? Welche Impfungen sind das genau? Das ist die 6-fach-Impfung gegen 6 Krankheiten. Das ist die 6-fach-Impfung gegen 6 Krankheiten. Und wie viele Impfungen gibt es insgesamt im ersten Jahr? Und wie viele Impfungen gibt es insgesamt im ersten Jahr? Insgesamt sind es etwa 6 bis 7 Termine. Insgesamt sind es etwa 6 bis 7 Termine. Muss mein Kind danach auch noch zur Impfung? Muss mein Kind danach auch noch zur Impfung? Ja, mit 11 bis 14 Monaten gibt es eine Auffrischung. Ja, mit 11 bis 14 Monaten gibt es eine Auffrischung. Sind die Impfungen gefährlich? Ich habe Bedenken. Sind die Impfungen gefährlich? Ich habe Bedenken. Die Impfungen sind sehr sicher und schützen gut. Die Impfungen sind sehr sicher und schützen gut. Gibt es Nebenwirkungen? Gibt es Nebenwirkungen? Manchmal wird die Stelle rot oder das Kind bekommt Fieber. Manchmal wird die Stelle rot oder das Kind bekommt Fieber. Was kann ich dann tun? Was kann ich dann tun? Sie können etwas kühlen oder Fiebersaft geben. Sie können etwas kühlen oder Fiebersaft geben. Danke, das klingt gut. Ich mache einen Termin. Danke, das klingt gut. Ich mache einen Termin. Gerne, wir sehen uns dann nächste Woche. Gerne, wir sehen uns dann nächste Woche. Vielen Dank, Herr Doktor. Auf Wiedersehen. Vielen Dank, Herr Doktor. Auf Wiedersehen. Guten Morgen, Frau Doktor. Ich habe eine Frage zu meiner kleinen Operation. Guten Morgen, Frau Doktor. Ich habe eine Frage zu meiner kleinen Operation. Guten Morgen. Natürlich, fragen Sie bitte. Was möchten Sie wissen? Guten Morgen. Natürlich, fragen Sie bitte. Was möchten Sie wissen? Der Eingriff ist nächste Woche. Wie lange dauert die Operation ungefähr? Der Eingriff ist nächste Woche. Wie lange dauert die Operation ungefähr? Die Operation dauert nur etwa 30 Minuten. Sie bekommen eine örtliche Betäubung. Die Operation dauert nur etwa 30 Minuten. Sie bekommen eine örtliche Betäubung. Das klingt kurz. Kann ich am selben Tag nach Hause gehen? Das klingt kurz. Kann ich am selben Tag nach Hause gehen? Ja, das ist ein ambulanter Eingriff. Sie können nach ein paar Stunden nach Hause. Ja, das ist ein ambulanter Eingriff. Sie können nach ein paar Stunden nach Hause. Gut. Und wie ist die Erholungszeit? Wann kann ich wieder arbeiten? Gut. Und wie ist die Erholungszeit? Wann kann ich wieder arbeiten? Sie sollten sich 2 bis 3 Tage schonen. Danach geht es meist wieder. Sie sollten sich 2 bis 3 Tage schonen. Danach geht es meist wieder. Muss ich die Wunde verbinden oder etwas Besonderes beachten? Muss ich die Wunde verbinden oder etwas Besonderes beachten? Ja, wir geben Ihnen einen Verband. Halten Sie die Stelle trocken und sauber. Ja, wir geben Ihnen einen Verband. Halten Sie die Stelle trocken und sauber. Kann ich Sport machen, zum Beispiel laufen gehen? Kann ich Sport machen, zum Beispiel laufen gehen? Bitte warten Sie eine Woche mit Sport. Leichte Spaziergänge sind aber okay. Bitte warten Sie eine Woche mit Sport. Leichte Spaziergänge sind aber okay. Verstehe. Tut die Operation weh, wenn die Betäubung nachlässt? Verstehe. Tut die Operation weh, wenn die Betäubung nachlässt? Ein wenig, aber Sie bekommen Schmerzmittel. Die Schmerzen sind meist mild.
Ein wenig, aber Sie bekommen Schmerzmittel. Die Schmerzen sind meist mild. Das beruhigt mich. Vielen Dank für die Informationen, Frau Doktor. Das beruhigt mich. Vielen Dank für die Informationen, Frau Doktor. Guten Morgen, ich habe eine Frage zu meiner Rechnung. Guten Morgen, ich habe eine Frage zu meiner Rechnung. Guten Morgen. Sagen Sie mir bitte Ihren Namen. Guten Morgen. Sagen Sie mir bitte Ihren Namen. Ich bin Anna Schmidt. Ich hatte letzte Woche einen Termin. Ich bin Anna Schmidt. Ich hatte letzte Woche einen Termin. Ah, ja, da steht eine Gebühr von 25 € auf der Rechnung. Ah, ja, da steht eine Gebühr von 25 € auf der Rechnung. Die Gebühr ist für den versäumten Termin, oder? Die Gebühr ist für den versäumten Termin, oder? Ja, genau. Sie haben den Termin nicht abgesagt. Ja, genau. Sie haben den Termin nicht abgesagt. Es tut mir sehr leid, ich hatte einen Notfall. Es tut mir sehr leid, ich hatte einen Notfall. Was ist passiert? Ein Auto? Ich meine, ein Autounfall? Was ist passiert? Ein Auto? Ich meine, ein Autounfall? Nein, mein Kind wurde plötzlich krank und ich musste ins Krankenhaus. Nein, mein Kind wurde plötzlich krank und ich musste ins Krankenhaus. Das klingt schlimm. Geht es Ihrem Kind besser? Das klingt schlimm. Geht es Ihrem Kind besser? Ja, danke der Nachfrage. Es geht ihm wieder gut. Ja, danke der Nachfrage. Es geht ihm wieder gut. Das freut mich. Haben Sie einen Nachweis für den Notfall? Das freut mich. Haben Sie einen Nachweis für den Notfall? Ja, ich habe die Notaufnahmebescheinigung hier. Ja, ich habe die Notaufnahmebescheinigung hier. Darf ich einen Blick darauf werfen? Darf ich einen Blick darauf werfen? Natürlich, bitte sehr. Können Sie die Gebühr erlassen? Natürlich, bitte sehr. Können Sie die Gebühr erlassen? Einen Moment, ich überprüfe die Unterlagen. Einen Moment, ich überprüfe die Unterlagen. Alles in Ordnung. Ich kann die Gebühr für dieses Mal streichen. Alles in Ordnung. Ich kann die Gebühr für dieses Mal streichen. Vielen, vielen Dank. Das ist sehr nett. Vielen, vielen Dank. Das ist sehr nett. Gern geschehen. Passen Sie auf sich und Ihr Kind auf. Gern geschehen. Passen Sie auf sich und Ihr Kind auf. Guten Tag, Frau Doktor. Guten Tag, Frau Doktor. Guten Tag, setzen Sie sich bitte. Guten Tag, setzen Sie sich bitte. Vielen Dank. Ich habe einen Termin wegen einer Reise. Vielen Dank. Ich habe einen Termin wegen einer Reise. Wohin reisen Sie? Wohin reisen Sie? Ich fliege nach Thailand für 3 Wochen. Ich fliege nach Thailand für 3 Wochen. Das klingt schön. Wann fliegen Sie? Das klingt schön. Wann fliegen Sie? In 2 Monaten. In 2 Monaten. Gut, das ist genug Zeit für Impfungen. Gut, das ist genug Zeit für Impfungen. Welche Impfungen brauche ich? Welche Impfungen brauche ich? Für Thailand empfehle ich Hepatitis A und Typhus. Für Thailand empfehle ich Hepatitis A und Typhus. Muss ich auch gegen Tollwut impfen? Muss ich auch gegen Tollwut impfen? Nur wenn Sie mit Tieren arbeiten oder wandern. Nur wenn Sie mit Tieren arbeiten oder wandern. Ich möchte auch wandern in den Bergen. Ich möchte auch wandern in den Bergen. Dann ist die Tollwutimpfung eine gute Idee. Dann ist die Tollwutimpfung eine gute Idee. Okay, gibt es Nebenwirkungen?
Okay. Gibt es Nebenwirkungen? Manchmal tut der Arm ein bisschen weh. Manchmal tut der Arm ein bisschen weh. Das ist kein Problem. Das ist kein Problem. Haben Sie Allergien gegen Medikamente? Haben Sie Allergien gegen Medikamente? Nein, ich bin nicht allergisch. Nein, ich bin nicht allergisch. Prima. Ich gebe Ihnen heute die erste Spritze. Prima. Ich gebe Ihnen heute die erste Spritze. Brauche ich auch Malaria-Tabletten? Brauche ich auch Malaria-Tabletten? Ja, für ländliche Gebiete in Thailand ist das ratsam. Ja, für ländliche Gebiete in Thailand ist das ratsam. Dann nehme ich die Tabletten auch. Dann nehme ich die Tabletten auch. Hier ist ein Rezept für Malaria-Prophylaxe. Hier ist ein Rezept für Malaria-Prophylaxe. Was ist mit Mückenstichen? Was ist mit Mückenstichen? Benutzen Sie Mückenspray mit DEET. Benutzen Sie Mückenspray mit DEET. Und das Essen? Darf ich alles essen? Und das Essen? Darf ich alles essen? Vermeiden Sie rohes Fleisch und Leitungswasser. Vermeiden Sie rohes Fleisch und Leitungswasser. Ich trinke nur Wasser aus Flaschen. Ich trinke nur Wasser aus Flaschen. Das ist sehr gut. Auch kein Eis aus Leitungswasser. Das ist sehr gut. Auch kein Eis aus Leitungswasser. Verstanden. Vielen Dank für die Tipps. Verstanden. Vielen Dank für die Tipps. Gerne. Jetzt machen wir die erste Impfung. Gerne. Jetzt machen wir die erste Impfung. Muss ich noch einmal kommen? Muss ich noch einmal kommen? Ja, in 4 Wochen für die zweite Dosis. Ja, in 4 Wochen für die zweite Dosis. Okay, ich mache einen Termin. Okay, ich mache einen Termin. Und eine Woche vor der Reise noch einmal kommen. Und eine Woche vor der Reise noch einmal kommen. Das mache ich. Auf Wiedersehen. Das mache ich. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen und gute Reise. Auf Wiedersehen und gute Reise.